Hey, ja, eigentlich sollte an der Stelle ein komplett anderes Video sein, aber da diese News mehr oder weniger aus dem Nix erschienen ist und ein paar Worte dazu zu verlieren habe, dachte ich mir, why the fuck not? Also heute reden wir mal über eine Priorität, und zwar Shrek 5 und sein Teaser-Trailer. Alles drum und dran dazu und meine Meinung erfahrt ihr in diesem Video. Bedenkt, hierbei handelt es nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst ihr mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Denkt auch, es ist ein spontaneres Video, denn in der Natur ist sowas eher mehr spontan und mehr oder weniger wie eine First Impression. Ich persönlich mag diese Videos eher weniger zu machen, aber bei so einer News kann man auch mal ein Auge zudrücken und sowas machen. Auch wenn ich bestimmt sowieso wieder viel zu spät bin im Vergleich zu vielen anderen YouTubers oder auch Leuten aus Netz. Aber hey, fuck it, ich habe da noch ein paar Worte hierzu zu verlieren. Anyhow, genug gesnackert, kommen wir doch mal zum Video. Ja, es ist mehr oder weniger aus dem Nix kommen. Denn auch wenn Shrek 5 fast 2 Jahre noch auf sich warten lässt, und zwar startet der Film im Dezember 2026, gibt es jetzt einen ersten Teaser-Trailer, der uns mehr oder weniger sagt, ja, Shrek 5 wird kommen. Und ja, es gibt paar News dazu. Ja, Shrek 5 ist real. Und ich muss zugeben, meine Meinungen sind gemixt. Zum einen bin ich etwa ein großer Fan von Shrek Forever After. Der 4. Teil und deutlich bessere Abschluss zur Shrek-Reihe ist ein verdammt guter Film mit wundervollen Animationen und ist ein Improvement über was auch immer Shrek the Third war. Und zugegeben, als ich die News gehört habe zum ersten Mal, war es auch ein wenig verwundert. Braucht man wirklich einen Shrek 5? Und well, dann kam eben Puss in Boots 2, The Last Wish. Und ich glaube, für die meisten war es wirklich eine Überraschung, denn dieser Film war extrem gut. Gute Animation, Kreativität, eine wundervolle Story und ein wundervoller Epilog zum gestiefelten Kater, mehr oder weniger. Und hey, wir haben sogar einen kleinen Teaser am Ende bekommen, der uns andeutet, dass wir zurückkehren in die Shrek-Welt. Und nun ist es passiert. Wir wissen definitiv, dass Shrek 5 kommen soll und vermutlich nicht, hoffentlich, in einer Produktionshölle versteckt. Nämlich einen ersten Teaser-Trailer. Und dieser Teaser-Trailer zeigt uns fast kaum, außer dass der magische Spiegel mehr oder weniger benutzt wird wie ein Smartphone für eine TikTok-Version in dieser Welt. Ich glaube, das ist eher mehr so eine Sache, die im Marketing gemacht wird und ich hoffe wirklich, wirklich nicht, dass es etwa Teil des richtigen Films sein wird, aber ja, ich musste ein wenig da meine Stirn schnutzen. Ich weiß, Shrek war immer schon etwa eine Marke, die mehr oder weniger populäre Pop-Culture-Dinge parodiert oder anspielt oder referenziert, aber ich bin auch wirklich kein großer Fan von Filmreferenzen zu TikTok. Aber ihr seid natürlich nicht dazu da, um zu hören, wie ich über TikTok in der Shrek-Welt mehr oder weniger mich beschwere. Nein, das große Gesprächsthema ist nicht etwa die Casting-Wahl von Zendaya als Shreks Tochter, die hier wohl eine zentrale Rolle spielen wird. Nein, die große Sache hierbei ist die Redesigns unserer Main-Figuren. Und vorab, ich bin gespaltener Meinung, denn auf der technischen Ebene ist das Redesign definitiv eine gute Idee per se, denn Puss in Boots The Last Wish hat definitiv bewiesen, dass man etwa die Shrek-Charaktere mehr oder weniger einen cartooneren Look geben kann und dass es dennoch immer noch verdammt gut aussehen kann. Ich meine, der Film ist visuell einfach eine Pracht. Würde ich das etwa vergleichen mit das, was wir in Shrek 5 hier bekommen? Eher weniger, denn während Puss in Boots 2 einen smoothen Mix zwischen 2D und 3D im Visuellen hat, fühlt sich Shrek 5 ein wenig zu plastikhaft an. Zum Beispiel Pinocchio hier. Er fühlt es irgendwie deutlich mehr Plastik an und ist ein wenig zu rund für meinen Gefallen. Shrek als solches ist ein okayes Design, I guess. Ich bin zwar kein großer Fan von diesem Design und es ist irgendwie auch off-putting, aber zugegeben, es wäre so oder so off-putting, da dieses Design so verdammt ikonisch ist von den originalen Shrek-Filmen. Und dieses Design, diese Iconography hatten wir für über 20 Jahren schon. Das also zu verändern, ist natürlich ein Kulturschock. Aber an sich bin ich nicht dagegen. Es erlaubt den Animationen definitiv ein wenig mehr expressive zu sein und an sich hat es auch irgendwie was, je mehr dieses Design anschaue. Nicht Fiona, sie sieht irgendwie immer noch ein wenig cursed aus, aber hey, vielleicht wird es im finalen Film ein wenig anders sein. Aber ja, Shrek sieht irgendwie seltsam aus, aber ich gewöhne mich langsam an dieses Design. Das Einzige, was ich wirklich zu beschweren habe, und das könnte wie ein Nitpick klingen, sind die Ohren. Bin ich der Einzige, der findet, dass die Ohren ein wenig zu
lang sind hier die neuen Design? Ich kann nicht der Einzige hier sein, oder? Wenn es aber um die Redesigns geht, ist vermutlich das Redesign, was mich am meisten stört, das von Donkey, aka Esel. Ich bin wirklich ein großer Fan, wie sie mehr oder weniger sein Fell so verkraut haben. Und irgendwie sieht er fast schon aus wie ein komplett anderer Charakter. Natürlich, mehr oder weniger sind die Redesigns dazu da, um in diesen neuen Artstyle mehr oder weniger zu funktionieren. Und an sich, wie gesagt, bin ich nicht dagegen. Zwar bevorzuge ich persönlich für das, was Shrek sein will, den eher realistischeren und teilweise hässlicheren, in Anführungszeichen, Look. Aber das hatte auch was. Shrek in seinem Chor war mehr oder weniger eine Parodie über die klassischen Disney Fairy Tales, die visuell prachtvoll sein können, aber definitiv mehr cartoony sein konnten. Dass Shrek eher mehr diesen realistischeren Approach hatte in seiner Art Direction, in seinen Artstyle in den früheren Filmen, macht definitiv der Sinn. Und ich werde nicht lügen, wenn ich ein wenig enttäuscht bin, dass sie in Artstyle die Art Direction so stark verändern wollen. Denn nicht nur ist es etwa eine Gewöhnungssache, nein, ich finde auch, dass es ein wenig generisch teilweise aussehen kann. Und das ist nicht etwa ein Dick gegen die Animatoren oder die Leute hinter dem Design. Es ist nur meine persönliche Meinung, dass das Design hier ein wenig zu plastikhaft ist, ein wenig zu holl ist, ein wenig zu rund. Es fehlt ein wenig dieser klassische Shrek-Ads, den ich ein wenig hier vermisse. Aber hey, vielleicht wird das im Film ein wenig mehr refined. Wer weiß. Persönlich finde ich es ein wenig lächerlich, wie das Internet mehr oder weniger das vergleicht mit der Ugly Sonic-Situation, denn Ugly Sonic ist ein komplett anderer Fall. Paramounts Ugly Sonic ist einfach nur hässlich und cursed. Das ist nicht Sonic, das ist irgendwie eine CGI-Monstrosity. Ich denke wirklich nicht, dass DreamWorks da wirklich das Design ändern muss. Ich bin zwar aktuell kein großer Fan davon, aber ich finde immer noch, dass es etwa erkennbar ist als Shrek. Und mit ein wenig Tweaks könnte es etwa perfekter sein. Und wer weiß, wir haben noch 2 Jahre, bis der Film erscheint. Vielleicht kommen da noch ein paar Design-Tweaks im Laufe der Zeit. Der Teaser-Trailer sagt uns nichts über die Story. Ich vermute einfach mal, das wird vermutlich eine Vater-Tochter-Story größtenteils sein. Immerhin sehen wir Shreks Tochter, gesprochen von Zendaya im Original. Also müsste es ein wenig interessant werden. Ich bin zwar nicht etwa so thrilled über die Entscheidung, Zendaya hier zu haben, aber hey, Zendaya ist eine gute Schauspielerin, auch wenn sie nicht etwa die dollste Voice Actress ist. Ich bin halbwegs optimistisch, auch wenn ich sehr viel Skepsis noch habe. Persönlich hätte ich keinen Shrek 5 gebraucht, denn Shrek Forever After ist ein perfektes Ende für die Reihe, aber hey, vielleicht kann mich dieser Film vom Gegenteil überzeugen und vielleicht haben wir einen richtigen guten 5. Shrek-Film. Zumindest habe ich mehr Hoffnung in jeden 5. Shrek-Film als in Toy Story 5. Aber das ist auch ein Thema für ein anderes Mal vielleicht. Doch jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu den Redesigns und braucht ihr einen Shrek-Film? Lasst mich doch all dies gerne in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Ich entschuldige mich für dieses eher mal spontanere Video, aber ich wollte gern mal über Shrek 5 und diesen Teaser-Trailer reden, auch wenn ich natürlich vermutlich sehr spät zu dieser Party bin. Ich hoffe wirklich nicht, dass sie irgendwas verändert haben, weil sonst wäre das Video ein wenig outdated. Anyway, wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!